willkommen zurück zu einem neuen Video. Oftmals sagt man ja Gourmand-Düften nach, dass sie eigentlich nur den Herbst und in den Winter reinpassen. Zumindest wenn man eben an diese klassischen Gourmands denkt mit Vanille, Schokolade und ähnlichem. Heute möchte ich mal damit aufräumen, denn es gibt genug Düfte, die auch in die Gourmand-Richtung gehen und für den Sommer geeignet sind. Es sind Düfte, die perfekt zum Teil auch in den Urlaub reinpassen. Das heißt, sie erinnern auch so ein bisschen an Cocktails, an eben Speisen oder auch Getränke, die man gerne im Sommer schlürft oder auch Obst, was man im Sommer gerne isst. Insofern würde ich sagen, wir starten doch mal direkt rein. Der allererste Duft, den ich dabei habe, ist der Icarus von Maison Noir. Ein Duft, als er rausgekommen ist, den ich sehr gehypt habe, denn er hat eine wunderschöne Apfelnote mit drin. Dieser Start ist so schön. Wir haben hier grünen und eben roten Apfel mit drin. Er ist fruchtig, er hat aber auch einen frischen Touch und eben dadurch, dass eben auch grüner Apfel drin ist, hat er auch was leicht Grünes. Es ist ein Duft, der übrigens sich im Verlauf, obwohl er eben fruchtig süß ist, auf jeden Fall auch in eine wunderschön maskuline Richtung entwickeln kann. Aber Achtung, liebe Frauen da draußen, es ist kein rein maskuliner Duft. Ich finde nur durch Patchouli bekommt er einfach im Verlauf sowas leicht erdig, fast schon ein bisschen holzig, könnte man sagen. Es ist wunderschön zu riechen. Der Duft hat einen tollen Twist. Ich finde, er hat am Anfang vielleicht so ganz leicht synthetische Noten mit drin, ist aber nicht zu intensiv. Er hat eine gesunde Süße, einen Duft, den man wirklich perfekt in den warmen Jahreszeiten tragen kann, der einfach teilweise zum Anbeißen ist, wenn man diese wunderschöne Apfelnote da riecht. Der ist im ersten Sprühen wirklich super fruchtig, belebend, saftig und entwickelt sich dann zu einem Duft, der dieses Fruchtige, dieses Belebende auf jeden Fall weiter behält, aber einfach ein bisschen gesettelter wird, so ein bisschen erwachsener wird, eben durch Patchouli, Moos, so leicht erdig grüne Nuancen nochmal mit reinbekommt. Also für mich wirklich ein ganz schmeichelhafter Duft, der perfekt in den Alltag reinpasst oder auch zum Arbeiten oder auch zum Ausgehen. Also das ist wirklich ein Allrounder, den ich immer wieder gerne rieche an meinem Partner, wenn er ihn trägt. Also ist eine absolute Empfehlung. Sillage angenehm, Haltbarkeit richtig gut. Also das hat Maison Noir wirklich tipptopp gemacht. Haltbarkeit ist bei diesem Duft wirklich 1A. Auch im Exotic von Mr. Waldron haben wir Apfel mit drin, aber wie es der Name vielleicht sagt, gehen wir in eine etwas exotischere Richtung. Auch ein erfrischender Start. Hier aber für meine Nase im Fokus erstmal die Limette. Das heißt, wir haben so einen zitrischen, ganz leicht bitteren Start hier. Was dann relativ schnell rauskommt, ist auf jeden Fall Kokosnuss. Also wir haben hier Kokos-Vibes. Es ist ein Duft, der katapultiert dich definitiv in deinen nächsten Urlaub. Der hat so Strand-Sommer-Vibes. Mit dem Duft, wenn man den trägt, wird alles sehr viel leichter. Der ist von der Sillage her auch angenehm, nicht zu übertrieben, hat auch einen leicht synthetischen Touch, wie ich finde. Für mich der Exotic definitiv Unisex zu tragen. Also da würde ich, was das Geschlecht angeht, gar keine Einschränkungen machen. Der Duft gewinnt für mich auf jeden Fall auch an Cremigkeit im Verlauf. Es ist eine super schöne Sonnenmilch, die aber einen bestimmten Twist hat, weil das ist nicht so der sauber Sonnenmilch-Typ, sondern wir haben eine gewisse Würzigkeit mit drin. Wir haben eben diese Fruchtigkeit mit drin. Wir haben die Kokosnuss, wir haben diese leichte Bitterkeit aus der Limette, die da eben mit drin bleibt. Für mich wirklich ein absolut gut geeigneter Duft, gerade für heiße Temperaturen, für Männer als auch für Frauen. Mit dem Suncrest von Ulrich Lang New York hat Uli auf jeden Fall einen wunderschönen Pfirsichduft entwickelt, den ich euch nicht vorenthalten kann. Der Start. Das ist wie wenn man in so einen Pfirsich reinbeißen möchte. Eine ganz reife Frucht, die man da wahrnimmt. Das ist kurz, vollmundig, nimmt Raum ein, ohne einen zu erschlagen, weil der so schön rund und fast schon balsamisch ist, dieser Pfirsich, und dann eben unterlegt mit Säure aus Johannisbeere und eben Zitrone. Das ist wirklich ein ganz toller, schmeichelhafter Duft. Wahnsinn. Der Duft ist frisch, die Früchte sind wahnsinnig schön aufeinander abgestimmt. Der behält diese Frische, obwohl wir eine gewisse Cremigkeit mit reinbekommen. Der ist so ein bisschen
balsamisch schon fast. Und ich sage das, weil ich finde, dass der Duft wahnsinnig rund komponiert ist. Hier sticht nichts zu arg raus, obwohl man den Pfirsich eben als Star auf jeden Fall rausriecht, der aber so schön, so natürlich komponiert ist. Ich finde, der Duft ist nicht synthetisch und ist eine absolute Herzensempfehlung von mir, wenn du auf der Suche bist nach einem fruchtigen Duft für den Sommer, der eben in diese Gourmand-Richtung geht. Hier eher ein wunderschöner Duft, der eben dazu anregt, in diesen Pfirsich reinzubeißen. Er hat absolute Sommer-Vibes, Urlaubs-Vibes, Sillage, ganz, ganz, ganz toll. Haltbarkeit auch gut. Der Duft legt sich richtig schön auf die Haut. Er hat natürlich eine gewisse Süße nochmal mit drin. Das haben wir natürlich, wenn wir diese Früchte haben. Aber ansonsten ist das wirklich ein absolut schmeichelhafter Duft. Wahnsinnig schön komponiert. Wir machen einen Schwenker nach Spanien mit dem All Night Long von Ramon Monegal. Und viele der Düfte sind ja wirklich prädestiniert dafür, dass man sie auch am Strand in warmen Jahreszeiten tragen kann. Und ich finde, Ramon Monegal hat einige Düfte, die absolut Strandparty-tauglich sind. Und rein vom Namen her All Night Long ist das wahrscheinlich auch ein Duft, der in diese Richtung gehen wird. Schöner Start. Wir haben hier eine Kombination aus Ananas mit einer erfrischenden Minze. Das heißt, wir haben Frucht in Kombination mit etwas erfrischendem, minzigen, aufhellenden. Und jetzt katapultier dich mal in die Situation rein. Du bist im Urlaub, du bist am Strand, du bist am Meer, du hörst im Hintergrund das Wellenrauschen und dann liegst du in deiner Liege und es kommt ein richtig schön beschlagener Cocktail, weil er nämlich durch das Eis, was da drin ist, richtig, richtig kalt ist und richtig erfrischend. Und dir wird auf einmal ein Pina Colada überreicht. Das ist der All Night Long für mich. Er ist wirklich ein super erfrischender Sommerduft, der sich ganz, ganz schmeichelhaft auf die Haut drauflegt. Und trotzdem finde ich, dass er leicht grüne, vielleicht auch erdige, ganz leicht holzige Nuancen mit drinnen hat. Das heißt, es ist zwar ein Duft, der eben in diese Pina Colada Richtung geht, der aber für mich von der Süße her nicht so intensiv ist, dass ich sage, schwierig, sondern der wird eben gut ausbalanciert durch leicht grüne, leicht holzige Noten, die da im Hintergrund auf jeden Fall sich für meine Nase abspielen. Nichtsdestotrotz ist das ein Duft, ja, Urlaub-Feeling pur. Und ich dachte mir, ich bringe den Malibu Party in the Bay doch genau richtig hinter dem All Night Long mit, denn bei dem Duft von Simone Andreoli wird ja auch immer Pina Colada als Referenz genommen und deswegen ist es mir besonders wichtig, die beiden vielleicht auch mal mitzubringen, um euch dann sagen zu können, wo die sich so unterscheiden. Der Party in the Bay, das ist wirklich so ein Duft, der startet ganz, ganz hell, zitrisch, mit einer fruchtigen Komponente und schon einer gewissen Süßigkeit. Aber wenn man den vergleicht mit dem All Night Long, ja, dann ist der Party in the Bay wirklich sehr, sehr hell, sehr spritzig. Die Bergamotte, die ist direkt in der Nase. Der Ramon Monegal, der All Night Long, hat natürlich auch dieses spritzige, aber ist nicht so hell. Der springt einen nicht so freudehüpfend an. So stelle ich mir das hier bei dem Party in the Bay vor. Der ist hier einfach sehr, sehr verspielt im Vergleich. Es ist auch ein wunderschöner Pina Colada Duft, der wirklich ganz toll aus Limette und Kokosnuss besteht, der natürlich auch eine gewisse Fruchtigkeit hat, dem aber die Ananas und diese tiefe Süße, sag ich mal, so ein bisschen fehlt. Wir haben hier eben Limette, Kokosnuss, Zucker und eine schöne Rumnote. Hier ein wunderschöner Gourmand und trotz dieser Rumnote ist das ein Duft, den man perfekt auch am Strand tragen kann, an den heißen Tagen. Der ist super erfrischend, eben durch diese Limette, durch dieses helle, freundliche, durch diese Spritzigkeit. Haltbarkeit mega bei diesem Duft. Und ein wesentlicher Unterschied eben zwischen diesem All Night Long und dem Party in the Bay ist einfach, dass wir bei dem Duft von Ramon Monegal florale Noten mit drin haben, die natürlich so ein bisschen eine Schwere mit reingeben, die aber positiv gemeint ist. Also es ist ja trotzdem ein wirklich sommertauglicher Duft. Aber wir haben hier einfach andere Aspekte der Süße und des Körpers mit drin, während eben der Malibu Party in the Bay wirklich von diesem sehr hellen, spritzigen, freundlichen lebt. Beides wunderschöne Düfte.
Ich würde den All Night Long eben für die empfehlen, die wirklich diesen Körper, dieses vollmundigere neben diesen Cocktail-Vibes noch haben wollen, und den Malibu Party in the Bay eben für die, die sagen, nö, mir kann es nicht spritzig und fruchtig genug sein. Ich springe auf den Zug auf. Und wenn du jetzt sagst, ja, Gourmand-Düfte kann ich mir definitiv im Sommer vorstellen und du vielleicht für mich auch nochmal einen Tipp hast für einen Gourmand-Duft in den Sommer, dann kannst du einen von diesen jetzt gewinnen in 8 ml. Dafür einfach den Channel abonnieren, like das Video und lass mich in den Kommentaren wissen, welchen von diesen Düften dein Gourmand-Parfum für den Sommer sein darf. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.